Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nard Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In der heutigen, von Informationsflut und ständiger Erreichbarkeit geprägten Welt stellt das Buch Kopf voll, Hirn leer. Konzentriert und leistungsfähig bleiben. Trotz permanenter Reizüberflutung von Cordula Nussbaum einen praxisnahen Leitfaden dar. Die Autorin, eine anerkannte Expertin für Zeitmanagement und Selbstorganisation, nimmt sich des drängenden Problems der Reizüberflutung an, das viele Menschen in ihrem Alltag belastet. Smartphones, soziale Medien, ständiger E-Mail-Fluss und das Gefühl, immer auf dem Sprung zu sein, erschweren es zunehmend, konzentriert zu bleiben und bei wichtigen Aufgaben fokussiert zu arbeiten. Cordula Nussbaum vermittelt in ihrem Werk zahlreiche Ansätze, wie man seine Aufmerksamkeit wieder zurückerlangen und die eigene Leistungsfähigkeit stärken kann. Dabei verbindet sie wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neuropsychologie mit handfesten Strategien aus Coaching und persönlicher Erfahrung. Ihr Buch richtet sich besonders an Menschen, die im Beruf oder Privatleben das Gefühl haben, zu sehr unter Strom zu stehen und ihre Ziele aus den Augen zu verlieren. Mit leicht verständlichen Erklärungen, anschaulichen Beispielen und konkreten Übungen bietet Kopf voll, Hirn leer wertvolle Hilfestellungen, um im täglichen Informationsdschungel wieder zu innerer Ruhe und Klarheit zu finden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Ursachen der digitalen Reizüberflutung. Cordula Nussbaum analysiert zu Beginn ihres Buches die vielfältigen Gründe, warum wir uns heute schneller überfordert fühlen als früher. Zentrale Ursachen sind die ständige Erreichbarkeit durch digitale Geräte, die Fülle an Kommunikationskanälen und die Erwartung, jederzeit zu reagieren. Die Autorin zeigt, wie unser Gehirn durch diese permanente Überflutung immer wieder zwischen Aufgaben hin und her springen muss. Die Folge ist ein Zustand der rastlosen Zerstreuung, in dem wichtige Aufgaben kaum noch zur Geltung kommen. Nussbaum erläutert anschaulich, wie sich Dopaminausschüttungen bei jedem neuen digitalen Reiz zu einem kurzen Glücksgefühl summieren, was dazu führt, dass wir uns immer wieder freiwillig ablenken lassen. Auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie die Beschleunigung von Arbeitsprozessen und der Erfolgsdruck, spielen eine Rolle. Ein Verständnis dieser Ursachen ist entscheidend, um gezielt Strategien gegen die Reizüberflutung entwickeln zu können. Zweitens. Wie das Gehirn auf Überforderung reagiert. Ein weiteres zentrales Thema des Buches ist die Wirkung der ständigen Überforderung auf unsere Hirnleistung. Cordula Nussbaum beschreibt, wie das Gehirn auf Dauerstress reagiert und warum ständiger Input zu mentaler Erschöpfung führt. Die Autorin erklärt die Rolle des präfrontalen Kortex, der für Konzentration und Selbstkontrolle zuständig ist. Wird dieser durch zu viele Unterbrechungen überlastet, resultiert dies in Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit und einer zunehmenden Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Nussbaum bezieht sich auf neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Multitasking ein Mythos ist und unser Hirn tatsächlich nur von einer Aufgabe zur anderen springt, was auf Dauer ineffizient ist. Sie verdeutlicht, wie wichtig es ist, dem Gehirn regelmäßige Pausen zu gönnen, damit sich die neuronalen Netzwerke regenerieren können. Wer diese Zusammenhänge versteht, wird sich leichter damit tun, das eigene Verhalten nachhaltig zu verändern. Drittens. Praxisnahe Strategien zur Steigerung der Konzentration. Im Fokus des Buches stehen zahlreiche praktische Strategien, mit denen Leserinnen und Leser ihre Konzentrationsfähigkeit gezielt stärken können. Cordula Nussbaum plädiert für den bewussten Einsatz von Techniken wie das Setzen fester Arbeitszeiten, die Etablierung von Rituale zur Fokussierung und das Schaffen ablenkungsfreier Zonen. Sie empfiehlt außerdem Methoden wie die Pomodoro-Technik, bei der man in festgelegten Zeitintervallen arbeitet und gezielte Pausen einplant. Ebenfalls betont die Autorin die Wichtigkeit, Prioritäten klar zu setzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Durch Checklisten, Wochenpläne und reflektierende Tagesrückblicke kann jeder lernen, den Alltag besser zu strukturieren. Die Autorin legt Wert auf individuelle Lösungen, die sich in den persönlichen Lebensstil integrieren lassen.
Ihre Vorschläge lassen sich leicht umsetzen und wirken nachhaltig, wenn sie konsequent angewendet werden. 4. Der Umgang mit digitalen Medien. Da digitale Medien eine der größten Quellen moderner Reizüberflutung sind, widmet Cordula Nussbaum diesem Thema ein eigenes Kapitel. Sie beschreibt, wie man einen selbstbestimmten Umgang mit Smartphones, Laptops und sozialen Netzwerken entwickelt. Praktische Tipps umfassen unter anderem das bewusste Planen von medienfreien Zeiten, das Reduzieren von Push-Benachrichtigungen sowie den gezielten Umgang mit Messenger- und E-Mail-Programmen. Die Autorin gibt Anregungen für digitale Detox-Tage sowie Empfehlungen für technische Hilfsmittel, mit denen sich Bildschirmzeiten kontrollieren lassen. Ziel ist es, nicht zum Sklaven der eigenen Geräte zu werden, sondern die digitalen Helfer wieder konstruktiv für sich zu nutzen. Dies führt zu einer gesteigerten Lebensqualität sowie zu mehr mentaler Freiheit und Leistungsfähigkeit. Schließlich innere Ruhe und Achtsamkeit im Alltag fördern. Ein weiteres zentrales Element von Kopf voll, Hirn leer ist die Förderung von Achtsamkeit und innerer Ruhe als Basis für Konzentration und Leistungsfähigkeit. Cordula Nussbaum erläutert Methoden der Achtsamkeitspraxis wie Meditation, bewusste Atmung oder kurze Momente der Stille im hektischen Alltag. Sie zeigt, wie regelmäßige Selbstreflexion hilft, Warnsignale der Überforderung frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Alltagsrituale wie das morgendliche Innehalten oder das bewusste Genießen kleiner Auszeiten, etwa beim Spaziergang oder Lesen eines Buches, werden detailliert beschrieben. Durch diese Techniken kann jeder lernen, seine Gedanken zu ordnen, im Hier und Jetzt zu bleiben und sich vor mentaler Erschöpfung zu schützen. Die Achtsamkeitspraxis wird so zum wirksamen Werkzeug gegen die Herausforderungen moderner Informationsüberflutung. Zusammenfassend: Kopf voll, Hirn leer von Cordula Nussbaum richtet sich an alle, die das Gefühl haben, von der heutigen Reizüberflutung überfordert zu werden, egal ob im Berufsleben, Studium oder im privaten Alltag. Besonders profitieren Menschen, die viel mit digitalen Medien arbeiten, unter ständigem Zeitdruck stehen oder sich schwer tun, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Buch ist praxisnah und wissenschaftlich fundiert, mit vielen gut umsetzbaren Tipps und Übungen. Wer dieses Buch liest, erhält nicht nur ein besseres Verständnis für die Mechanismen der Reizüberflutung, sondern auch eine konkrete Anleitung, wie man Schritt für Schritt wieder klarer denken, fokussierter arbeiten und mehr innere Ruhe finden kann. Im Vergleich zu anderen Büchern auf dem Markt überzeugt dieses Werk durch die Kombination aus tiefgehendem Fachwissen, persönlichen Erfahrungen und leicht nachvollziehbaren Lösungswegen. Es unterstützt Leser dabei, sich in einem von Informationsüberfluss geprägten Alltag wieder auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Das macht es zu einer wertvollen Investition für alle, die ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit langfristig steigern möchten. Wer sich selbst oder anderen etwas Gutes tun will, sollte zu diesem Buch greifen, anstatt zu allgemeinen Ratgebern, da Cordula Nussbaum auf individuelle Bedürfnisse eingeht und sowohl schnelle Alltagstipps als auch tiefgehende Veränderungen vorschlägt. Wenn Sie unterstützen möchten, Cordula Nussbaum, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.